Können wir bitte mal ganz normal über Orgasmen sprechen? Denn wenn wir über Female Empowerment reden und es ernst meinen, dann sollten wir bei unserer Sexualität anfangen. Mein Name ist Edith Löhle, ich bin freie Autorin und Journalistin und grüße euch zum O-Talk. Ich bin Marien Scholl, Sexologische Bodyworkerin und somatische Sexualberaterin in Berlin. Marien, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Als Sexologische Bodyworkerin begleite ich Menschen darin, ihre eigene Sexualität zu entdecken und zu erforschen. Vor allem über den Körper, was es insofern besonders macht, weil es beim Lernen über Sexualität nicht viele Orte gibt, üblicherweise, die man so kennt. Wichtig zu sagen ist, dass die Körperarbeit sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann, weil sie kann selbst im ganz angezogenen Zustand stattfinden und sie kann ganz nackt stattfinden. Du hast gerade das Lernen angesprochen. Setzen wir nochmal weiter vorne an. Kann man den weiblichen Orgasmus lernen? Und wie? Man kann den schon lernen, ja. Ganz grundlegend finde ich erstmal, ist das Wichtige beim Orgasmus, dass ich vom Wollen wegkommen muss. Und das ist natürlich ein großes Paradox. Solange ich den so sehr stark im Kopf habe, und es passiert ja oft einfach auch unbewusst, ja, desto schwieriger wird es. Das heißt, die Qualität, die wir am meisten dazu einladen, ist, das Spüren im Hier und Jetzt mit dem Atem, mit jedem Atemzug verbinden, damit ich nicht im Kopf bin, sondern in meinem Atem, im Körper und gleichzeitig spielerisch zu werden. Es ist ein Spielplatz für Erwachsene, aber ich darf da drin alles sein. Ich darf albern sein, ich kann sexy sein, ich kann was auch immer sein und die Lust am auch gesamten Körper entdecken. Auf deiner Homepage Enterspace habe ich wundersame Begriffe gefunden, zum Beispiel Yoni-Mapping. Was machst du da genau? Yoni-Mapping oder vulvovaginales Mapping ist das punktuelle Ertasten deines Genitals. Also es kann sowohl äußerlich sein als auch innerlich. Da lasse ich mich ganz von meinen Klientinnen leiten, was sich für sie gerade stimmig anfühlt. Und dieses punktuelle Ertasten hat den Zweck, zum einen einfach das Genital besser kennenzulernen, Punkt für Punkt, in einem nicht erregten Zustand vor allem auch zu schauen, wie fühlt sich das eigentlich an. Ich arbeite da mit unterschiedlichen Druckintensitäten, man kann da unterschiedlich lange dran bleiben an einzelnen Punkten und dadurch die Empfindsamkeit stärken. Das kann mir wie eine Landkarte diesen inneren Raumes bewusst machen, was mir ein ganz anderes auch überhaupt Körpergefühl gibt, ein anderes Sein in meinem Beckenraum auch. Schön, dass du die Landkarte erwähnst, weil Mapping aus dem Englischen ja auch die Landkarte beschreibt, beziehungsweise dachte ich, als ich durchgelesen habe, was du alles so machst, dass es um eine Ortung geht, also dass man ein Gespür kriegt, wo ist was, aber wie fühlt es sich vor allem an und wie kriegt man Bezug dazu? Ja, genau. Und was ich auch ganz schön finde, es geht natürlich in erster Linie um den Körper, aber das Spannende für mich ist, dass der Körper tatsächlich ganz physisch immer mit dem Gehirn verbunden ist. Das ist wie so eine wechselseitige Kommunikation. Das heißt, wenn ich bewusst in einen Bereich spüre, kreiert das neue nervliche Verbindungen. Auch das Gehirn spielt mit. Ich habe auch von Orgasmic Yoga auf deiner Seite gelesen. Geht es da um den Orgasmus? Es kann um den Orgasmus gehen. Orgasmic Yoga ist eigentlich eine Praxis, wo es geht um ein Selbstliebe-Ritual. Verkörperte Selbstliebe, sage ich gerne. In meiner Praxis mache ich immer wieder die Erfahrung, wenn ich Menschen frage, wie sie in ihre Lust kommen, ist für die meisten Menschen so, dass sie dazu zum Beispiel Pornos schauen oder Fantasien haben oder einfach auch mit einem Gegenüber, dieses Gegenüber, auch die Erregung beim Gegenüber und die Interaktion brauchen, um in Erregung zu kommen, was total super ist. Das ist total schön, als Inspiration, als Miteinander. Und wenn ich dann aber weiterfrage, ist es dir denn auch möglich, in deine Erregung zu gehen oder in deine Sinnlichkeit zu kommen, ganz ohne das, nur über dich und deinen eigenen Körper, dann sieht es für die meisten Menschen ganz anders aus. Was ist für dich denn der schönste Aspekt an Sexological Bodywork? Für mich ist eine ganz, ganz wichtige Qualität an Sexological Bodywork, dass es eine Methode ist, die dich dazu einlädt, wirklich genau hinzuspüren, wie deine Sexualität sich anfühlt. Das heißt, da liegt eine sehr große Freiheit drin. Ja?
dass ich mich wirklich losmachen kann von irgendwelchen Kopfgeburten oder von dem, wie es vielleicht zu sein hat, sondern es ermöglicht mir dadurch, frei zu sein. Wir sprechen im Moment ganz viel über Female Empowerment. Ist es für dich auch eine Form, sich mit seinem Körper und seiner Sexualität auseinanderzusetzen, eine Form von Female Empowerment? Auf jeden Fall. Also nicht nur die weibliche Sexualität, es gäbe auch ganz viel über die männliche Sexualität zu sagen, aber natürlich die weibliche Sexualität nicht so stark im Vordergrund stand in der Vergangenheit. Also ganz im Gegenteil, unterdrückt wurde, als einfach wahnsinnig viel Unwissenheit herrscht. Die Frage zum Beispiel, gibt es den G-Punkt oder nicht? Ja. Man muss eigentlich nur mal seinen eigenen Finger in die eigene Vagina einführen und zack, da ist er. Die Frage stellt sich gar nicht. Und das ist absolut faszinierend für mich, wie manche Mysterien verbreitet werden und vielleicht da auch der Begriff des weiblichen Mysteriums entsteht, weil sich einfach keiner darum kümmert, was eigentlich wirklich die Realität ist. Und dieses über den eigenen Körper, also mehr und mehr im eigenen Körper zu Hause zu sein, sich also wohl im eigenen Körper zu fühlen, mit der eigenen Sexualität ist eine wahnsinnig lebendige Kraft. Ja? Und ich kann dafür einstehen, ich kann sagen, das bin ich. Ich bin was ganz Besonderes und gleichzeitig auch zu sagen, es ist aber auch was ganz Normales, es ist ganz alltäglich. Also meine Klitorisperle oder mein Anus oder mein gesamtes Becken ist genauso normal und natürlich wie meine Nasenspitze. Ja? Und da kommt auch ganz viel Entspanntheit. Es gibt unglaublich viele Fragen zum Thema Orgasmus. Ja. Wie komme ich, wann komme ich, wie oft komme ich, was muss ich, was darf ich, was kann ich? Und das zählt für mich alles in dieses große Wort Mysterium mit ein, dass es Fragen dazu gibt und wir vielleicht gar nicht bei uns selber anfangen, sondern im Außen schauen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich immer wieder mit meinen Klientinnen entdecke, dass manchmal wir eigentlich sogar sehr genau wissen, was der Körper eigentlich will, aber wir bestehen einfach darauf, was anderes zu wollen. Manchmal will der Körper vielleicht einfach nur gehalten werden. Oder einfach nur in so eine ruhige Sinnlichkeit gehen. Und ich denke aber die ganze Zeit, aber ich will jetzt meinen Ganzkörperorgasmus haben. So, wo ich auch ein bestimmtes Bild davon habe, wie der aussieht. Ja? Oder dass ich denke so, oh, ich möchte es gerne total sinnlich und ich bin gar nicht so wild. Und wenn ich dann aber anfange mit Frauen zu arbeiten, wo du merkst so, wow, da kommt plötzlich eine Lebendigkeit und da kommt plötzlich ein Wollen und so eine Kraft da rein, ja, wo die Frau dann selber total von überrascht ist, sagst du, wow, okay, ja, lass uns doch offen sein dafür, was jetzt gerade passiert. Also weg von diesen Bildern wirklich zu gehen. Deswegen auch nochmal die konkrete Frage, wie finde ich zu meinem sexuellen Wesen? Ich glaube nicht, dass es das eigentliche sexuelle Wesen gibt. Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt und Momentaufnahmen. Ja? Und dass es für mich eher darum geht, zu gucken, wo zieht es mich gerade hin? Und wie gesagt, nicht von irgendwelchen Vorstellungen, sondern wirklich zu spüren, wo möchte ich gerade hin. Und selbst wenn ich denke, das fühlt sich vielleicht komisch an oder ich weiß gar nicht, ob mir das gefällt oder das soll man eigentlich nicht, einfach dem mal zu folgen und zu gucken, was dahinter steckt. Es geht nicht darum, dass ich etwas verändern muss. Ja, weil das kann ja auch schnell zu so einem Leistungsdruck werden. Ich muss dies ausprobieren und das ausprobieren und ich muss orgasmisch werden und ich muss noch den Kurs machen. Und da kommt ja auch schon wieder so Leistungsdruck auf. Mhm. Sondern zu gucken, wo habe ich Lust, mich zu verändern. Will ich mich wirklich verändern, weil ich es möchte oder weil es mir jemand sagt? Und wirklich zu schauen, wo fühle ich mich begrenzt? Das ist für mich eigentlich immer so ganz grundlegend, weil niemand muss sich verändern. Niemand muss irgendetwas tun. Ich kann so bleiben, wie ich bin. Und das ist oftmals der erste Schritt, mich überhaupt damit anzunehmen, wie ich bin. Und das ist leichter gesagt als getan. Liebe Marien, das war ein sehr spannendes Gespräch zwischen uns beiden. Danke für all deine Antworten, deine Zeit und deine Expertise. Alles Gute. Danke dir.